Was bisher geschah. Erzählt wurde die Geschichte eines Mannes, der auszog, um das Fürchten zu lernen. Mit großem Auto und noch größerem Anhänger, aber frei von Erfahrung. Schon bei der Überfahrt wurde es brenzlig. Wie arrangiert man einen Anhänger rückwärts aus dem Bauch eines Schiffes? Meine Reise hatte eine steile Lernkurve. Ich habe hilfsbereite Menschen erlebt. Ich habe gelernt, wie man auch ohne Waschmaschine klarkommt. Und dass es in Island auch im Sommer schneien kann. Vor allem war diese Reise aber eine Begegnung mit atemberaubender Landschaft. Rau und grün auf den Färöerinseln mit steilen, hohen Klippen. In Island bin ich dann durch Regionen gewandert, die schienen, als wären sie nicht von dieser Welt. Es ging entlang einsamer Sandstrände, durch gewaltige Lavafelder und Gebirge mit steilen Basaltbergen. Island ist eine Insel zum Staunen. Egal ob Wasserfälle, die Kältewüsten im Hochland oder die großen Gletscher im Süden. Auf dieser Insel begegnet man immer wieder dem Unerwarteten. Ich habe auf meiner Reise viele Vögel gesehen, manche riesengroß, andere possierlich. Und bin hier den größten Säugetieren begegnet, die es auf unserer Erde gibt. Ich habe mich ja seit dem letzten Film mehrere Monate nicht gemeldet. Daher gab es am Anfang diesen kleinen Rückblick. Ihr seht am Bild Hintergrund, ich bin inzwischen wieder in Berlin. Nach meiner Rückkehr habe ich mich erst einmal mit so schönen Dingen wie Steuerprüfungen, Betriebskostenabrechnungen und Behördengängen beschäftigt. Daher hat es auch etwas gedauert, bis ich mich wieder an den Schneidetisch gesetzt habe. Vielleicht erinnert ihr euch, mein letzter Island-Film endete in Egilsstaðir. Was noch fehlt, ist die Fahrt zum Fährhafen und die Reise nach Berlin. Und das zeige ich euch jetzt. Es ist Ende Oktober und in Island schon tiefer Winter. Egilsstaðir, ein Traum in Weiß. Das Wetter bleibt hier durchgehend instabil. Ich habe hier Schnee im Juni erlebt und bereits jetzt im Oktober wechselt die Jahreszeit abrupt vom Herbst in den Winter. Ja, das sieht sehr romantisch aus. Es hat aber auch seine Tücken. Für heute Nacht sind immerhin minus 12 Grad Celsius angesagt. Solche Temperaturen bringen den Anhänger an seine Grenzen. Die Kabine ist isoliert. Mit der Strom- und Dieselheizung halte ich den Innenraum bei 20 Grad. Doch das Abwassersystem liegt außen. Nach der zweiten Nacht ist es eingefroren. Mir fehlt ein Winterpaket. Bei der Bestellung gab es das noch nicht. Inzwischen kann man es nachrüsten. Später wird sich herausstellen, dass seine Abwasserpumpe durch den Frost Schaden genommen hat, aber das ist reparabel. Was mir größere Sorgen bereitet, ist die Straße zum Fährhafen. Wie ihr auf der Karte sehen könnt, sind es von Egilsstaðir nach Seyðisfjörður kaum 30 Kilometer. Doch die Strecke führt über einen Pass
und der ist knapp 700 Meter hoch. Anderswo ist eine solche Steigung kaum der Rede wert, doch in Island ist vieles anders. Durch die extremen Wetterbedingungen ist die Straße im Winter häufig tagelang unpassierbar und wird gesperrt. Ich wäre nicht der Erste, dem das zum Verhängnis wird. Im Internet kursieren Geschichten von Reisenden, die hier liegen geblieben sind und der Fähre nur noch hinterherwinken konnten. Wie soll ich nur sicher und pünktlich über diesen Pass kommen? Zum Glück treffe ich auf Susanna und Andi. Die beiden kommen aus der Schweiz und waren knapp 3 Monate auf Island. Wir haben dasselbe Ziel zur gleichen Zeit, die Fähre mit Abfahrt in Seyðisfjörður. Die Schweizer haben ein Hilfsmittel dabei, das bei einem Wintereinbruch Gold wert ist: Schneeketten. Wir verabreden eine Fahrgemeinschaft und machen vorab ein Experiment. Eine Bremsprobe. Mit und ohne Schneeketten. Klar ist, Ketten erhöhen den Grip, verhindern das Durchdrehen der Räder und verkürzen vor allem auf Eis den Bremsweg. Das sollte auch für einen 14 Tonnen schweren Expeditions-LKW gelten. Zunächst bremst Andi auf Schnee und ohne Ketten. Eine Rutschpartie trotz Winterreifen. Ketten machen offensichtlich Sinn. Aber wo werden sie montiert? Also grundsätzlich findet man im Internet viele Tutorials, wo diese Ketten hingehören könnten. Also entweder vor der Achse oder hinter Achse. Es gibt sogar, je nachdem, vorne links, hinten rechts. Bei den 4x4 Fahrzeugen, ich habe mich dazu entschlossen, die Ketten auf die Hinterachse zu tun. Einfach damit das Fahrzeug nicht ausbricht. Immerhin 20 Kilogramm wiegt eine der Ketten. Für Susanna und Andi ist die Montage eine Premiere. Auch wenn man immer wieder hört, dass man vor dem Notfall, also in Ruhe, die Schneeketten testen sollte. Die wenigsten halten sich daran. Die Schweizer sind also vorbildlich. Der Test Nummer 2 zeigt die Vorteile, auch an einem schweren LKW. Bei dieser Vollbremsung mit Schneeketten von etwa 30 Stundenkilometern bis zum Stillstand. Ja, es ist ein klarer Unterschied spürbar. Ohne Ketten bedeutend längerer Bremsweg, mit Ketten war es doch wesentlich kürzer und das ist für mich eine gute Sicherheit beim Fahren. Am Tag nach dem Test geht es los. Nur mit dem Ineos wäre die Winterreise kein Thema. Sorgen macht mir der über 3 Tonnen schwere Anhänger. Die Schweizer vorweg starten wir Richtung Pass zum Fährhafen. Schon im Ort registriert der Bordcomputer meines Ineos das Durchdrehen aller 4 Räder. Meine Winterreifen auf dem Auto wie auch auf dem Anhänger helfen bei Glätte nur bedingt. Für den Nachmittag sind weitere Schneefälle angesagt. Das Wetter wird von Minute zu Minute schlechter, wie man an der außen montierten Kamera gut sehen kann. Andi ist mit seinem Scania auf Schneeketten wesentlich entspannter unterwegs. Aber auf die Idee, dass man hier bereits im Oktober Ketten braucht, bin ich leider nicht gekommen. Die Isländer fahren bei solchen Bedingungen übrigens auf Spikes. In Deutschland sind sie verboten, hier auf der Insel im Winter ein Muss. Meter um Meter geht es nach oben. Wer sich über meine Ängstlichkeit wundert, dem sei gesagt, es ist meine erste Schneefahrt mit einem Anhänger in den Bergen. Aber glücklicherweise ist es auch nicht meine letzte. Wow! Wir haben es geschafft. Also ich habe es geschafft, beziehungsweise das Auto und ich.
Es war grenzwertig. Die Räder drehten durch. Es gab Stellen, wo ich mir nicht sicher war, ob ich wieder in Schwung komme, also direkt nach Kurven. Aber ich bin oben und kaufe mir in jedem Fall Schneeketten. Also egal, wann ich wieder im Norden bin, es braucht Schneeketten. Noch bin ich nicht angekommen. Bei Schnee und Eis ist es bergab gefährlicher als nach oben. Die Schwerkraft beschleunigt das Fahrzeug und in meinem Fall folgt ja noch ein ganzes Haus auf Rädern. Andi hatte mir im Vorfeld angeboten, dass ich im Falle eines Kontrollverlustes den Unterfahrschutz seines LKW als Notbremse nutzen dürfe. Die Schweizer sind ein wirklich hilfsbereites Volk. Zum Glück geht alles gut. Der Anhänger macht, was er soll, kein Ausbrechen, kein Rutschen. Auf dem Bildschirm und in der Erinnerung wirkt so ein Abenteuer immer ganz einfach und gefahrlos. Aber glaubt mir, wir waren heilfroh, als diese Fahrt zu Ende war. Sehr gut. Die Zahl derer, die jetzt Ende Oktober, Anfang November mit der Fähre Norröna von Seyðisfjörður nach Kontinentaleuropa übersetzt, ist überschaubar. Die Hauptreisezeit ist vorbei, das merkt man auch an den Preisen. Ich zahle für meine Passage von Island nach Dänemark runde 1.800 €. Nur wenige Wochen zuvor hätte der Transport meines Gespannes mehr als das Dreifache gekostet. Aufgrund einer Sturmwarnung wurde unsere Abfahrt um einen Tag vorverlegt. Die Mitteilung dazu kam per E-Mail. Wer da nicht aufpasst und regelmäßig seinen Posteingang checkt, hat ein echtes Problem. Es ist meine dritte Reise mit der Norröna. Inzwischen kenne ich das Schiff und mag es. Abenteuerlich bleibt jedoch das Rangieren mit einem Anhänger an Bord. Wer meinen ersten Film mit Bildern von der Anreise gesehen hat, weiß, was ich meine. Inzwischen bin ich auf der Fähre bekannt wie ein bunter Hund. Die Besatzung beobachtet mich mit einer Mischung aus Freundlichkeit und Panik. Das hat auch Vorteile. Ich bekomme den Parkplatz des Kapitäns auf der untersten Ebene direkt an der Heckklappe. Hier hätte auch ein Dreijähriger einparken können. Für alle anderen geht es über die Rampe tief in den Bauch des Schiffes. Am Abend legt die Fähre planmäßig ab. Wir reisen über Nacht und erreichen nach einer ruhigen Überfahrt Tórshavn, die Hauptstadt der Färöerinseln. There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down, blow me bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore, and down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. 24 Stunden liegt die Norröna vor Anker. Wer die Hauptstadt der Färöerinseln erkunden möchte, nutzt die Zeit für einen Landgang. Da ich Tórshavn bereits kenne, bleibe ich an Bord und studiere den Wetterbericht. Die Norröna startet pünktlich Richtung Dänemark, was ich als gutes Zeichen deute. Immer mal wieder kommt es vor, dass die Fähre gar nicht erst auslaufen kann, vor allem jetzt im Winter.
In der kalten Jahreszeit ist der Nordatlantik für seine schweren Stürme berüchtigt, bis Beaufort 11. Und diese Windstärke kann selbst ein modernes Schiff wie die Norröna an Grenzen bringen. In meinem ersten Film hatte ich davon berichtet. Doch der Atlantik zeigt sich von seiner harmlosen Seite. Der Horizont hebt und senkt sich, einige Passagiere bleiben seekrank auf ihren Kabinen. Doch die Windstärke reicht bei dieser Überfahrt gerade mal bis 7. Das ist der 4. Tag meiner Seereise. Wie ja schon berichtet, ist die Norröna einen Tag früher in Island gestartet. Die Begründung war, eine Sturmwarnung war das Wetter. Das ließ Schlimmes vermuten. Aber selbst jetzt auf der Strecke zwischen Färöer und Dänemark verläuft die Fahrt doch eher ruhig. Das Schiff schwankt und dröhnt. Viele hier sind auch seekrank. Aber wir haben aktuell gerade mal 3,5 Meter hohe Wellen. Den Kommentaren habe ich entnommen, dass andere Reisende auf der Strecke hier 7 Meter Wellen ertragen mussten. Das ist dann wirklich ungemütlich. Ankunft in Dänemark, pünktlich auf die Minute. Mein Kapitänsstellplatz hat den Vorteil, dass ich als Erster das Schiff verlassen darf. Auf Wiedersehen, Norröna, und ein Dank an die Mannschaft. Mit dieser Fähre würde ich immer wieder verreisen. Jetzt geht es immer weiter Richtung Süden. Mein Ziel ist Berlin. In den letzten Monaten hat sich gezeigt, dass Tagestouren, die länger als 400 Kilometer sind, mir mit meinem Anhänger zu anstrengend sind. Da ich Zeit habe, plane ich meine Touren entsprechend kürzer und bleibe auch an diesem Tag unter dieser Kilometergrenze. Wie auf der Hinfahrt bin ich Gast auf dem Pferdehof Albrecht in Dannewerk nahe Flensburg. Der Hof ist idyllisch gelegen und sehr zu empfehlen. Was mir nach 6 Monaten Abwesenheit sofort auffällt, sind die vielen Menschen und die vielen Autos, die man hier sieht. Und vor allem die Hektik. Ich war auf der Autobahn auf der rechten Spur mit Tempo 80 unterwegs und bin von Fahrzeugen überholt worden. Die waren tatsächlich doppelt so schnell. Das ist unglaublich. Man merkt, Reisen verändert auch unsere Wahrnehmung. Was mir positiv aufgefallen ist, sind die sommerlichen Temperaturen. Wir haben jetzt im November 14 Grad. Und ich war heute in einem deutschen Supermarkt einkaufen. Es gab dort unglaublich viele Produkte und sie kosten im Vergleich zu Island nur die Hälfte. Das Reisen ändert nicht nur unseren Blick auf die Welt. Unterwegs lernt man auch viele interessante Menschen kennen. Einigen werde ich wohl eher zufällig wieder begegnen. Mit anderen bin ich kontinuierlich in Kontakt geblieben. So wie mit Lydia und Philipp. Die beiden leben in einem kleinen Dorf zwischen Lübeck und Hamburg. Ihre Einladung zu einem Abendessen mit Übernachtung habe ich gerne angenommen. Lydia und Philipp haben Benzin im Blut, natürlich mit hoher Oktanzahl. Und sie lieben das Mittelalter. Was für uns wichtig ist, ist, dass unser Leben immer in Bewegung bleibt. Wir reisen gerne in die Vergangenheit und gehen den Dingen auf den Grund. Es gab Spaghetti Bolognese. Das klingt erst einmal simpel, aber das Hackfleisch war vom Galloway-Rind. Nach 6 Monaten wurde ich zum ersten Mal wieder familiär bekocht. Es war himmlisch. Bis in die frühen Morgenstunden haben wir uns bestens unterhalten. Mit schwerem Kopf ging es dann weiter.
Und der Rest ist schnell erzählt. Landstraße, Autobahn, Berlin. Es ist natürlich immer schön, nach Hause zu kommen, aber eigentlich denke ich schon jetzt darüber nach, wann und wohin es wieder weitergeht. Vorab werde ich Familie und Freunde treffen und alle werden die Frage stellen, wie war Island? Und welches Resümee ziehe ich als Campingneuling allein unterwegs mit diesem Gespann auf 8 Rädern? Die Treffen mit Freunden und Familie hat es inzwischen gegeben, aber ich möchte natürlich auch euch diese Fragen beantworten. Fangen wir mit Island an. Es ist ein wunderschönes Reiseland mit freundlichen Menschen und einer wirklich atemberaubenden Landschaft. Das hängt mit der geologischen Entstehung der Insel zusammen. Island ist bekanntermaßen die größte Vulkaninsel der Welt. Das bedeutet, dass dort einfach alles ganz anders aussieht. Ich war dann 5 Monate unterwegs, bin etwa 5000 Kilometer gefahren, einmal rund um die Insel, mit Abstechern ins Binnenland und an die Küste. Was ich dabei gesehen und erlebt habe, konntet ihr ja in meinen bisherigen Filmen mitverfolgen. Zusammengefasst kann man sagen, es war großartig. Ich habe eine unwirklich schöne Welt gesehen. Eine Reise nach Island lohnt sich. Und mit dieser Feststellung könnte ich mein Resümee jetzt auch beenden. Ich bezweifle aber, dass euch diese simple Zusammenfassung hilft, denn das, was ich da gerade erzählt habe, ist ja allgemein bekannt. Man kann die Frage, wie ist Island, auch etwas differenzierter beantworten. Ich habe 2 völlig verschiedene Island erlebt. Und ihr entscheidet schon mit eurer Reiseplanung, ob ihr das eine oder andere Island seht. Ich fange mal mit dem Reisekonzept an, das ich nicht verfolgt habe. Üblicherweise fliegt man nach Reykjavik, der Hauptstadt, nimmt sich dort einen Mietwagen und fährt einmal um die Insel. Die Reisedauer liegt dann bei 7 Tagen oder 3 Wochen. Wer so vorgeht, reist meist entlang der sogenannten Ringstraße, der Nationalstraße Nummer 1. Ihr könnt dort rechts und links der Straße all die bekannten Islandwunder bestaunen, also Geysire, Gletscher, Vulkane oder Wasserfälle. Dabei müsst ihr aber wissen, dass ihr vor allem zwischen Mai und September, also in der Hauptreisezeit, viele Mitreisende habt. Das ist wie ein Wanderzirkus, der sich kontinuierlich um die Insel herum bewegt. Ich möchte das nicht kritisieren, das ist völlig in Ordnung. Wer sich damit wohlfühlt, kann und sollte das so machen. Aber ihr habt in meinem Film gesehen, mein Reisekonzept war ein anderes. Ich habe das ursprüngliche Island gesucht und ich habe es gefunden. Mir ist aber völlig klar, dass nur die allerwenigsten 5 Monate Zeit haben. Doch auch bei 14 Reisetagen kann man sich in Island einen Ort fernab der Ringstraße suchen. Das heißt, ihr verzichtet auf die Umrundung und reist in nur eine Region. Ich empfehle dafür den Norden, den Nordosten oder die Westfjorde. Wenn ihr wollt, seid ihr dort völlig allein. Ihr seht und fühlt Ursprünglichkeit, Unendlichkeit. Also das Island, was mich so beeindruckt hat. Es ist natürlich allein eure Entscheidung, welches dieser beiden Konzepte am besten zu euch passt. Und man kann auch beide Konzepte kombinieren. Ich habe um die klassischen Hotspots einen großen Bogen gemacht und habe dadurch aber auch vieles nicht gesehen. Auf meiner Reise bin ich Fridtjof, einem jungen Mann aus der Nähe von Hamburg, begegnet. Vielleicht erinnert ihr euch an die Bilder vom schlafenden Buckelwal, die er mir zur Verfügung gestellt hat. Fridtjof war mit Freundin und Bus 3 Monate auf Island. Beide sind deutlich unempfindlicher gegenüber großen Menschengruppen. Dadurch haben sie auch Orte gesehen und fotografiert, die ich ausgelassen habe. Hier ihre Bilder.
Ich muss aber auch zugeben, Frithjof und Freundin sind nicht nur halb so alt wie ich, sie waren auch schneller unterwegs, sie sind flexibler, brauchen keinen Schlaf, sind völlig angstfrei und waren daher an Orten, zu denen ich mich gar nicht erst getraut habe. Dadurch haben sie auch Tiere beobachtet und fotografiert, die ihr in meinen Filmen nicht gesehen habt. Was sollte man noch zu Island wissen? Die Insel ist eines der sichersten Reiseländer der Welt. Island ist sehr teuer, egal ob für Übernachtung, Verpflegung oder Unterkunft. Die Preise sind hoch. Island gehört zu den wenigen Regionen, in denen ihr nicht gestochen werdet. Es gibt auf der Insel zwar einen Mückensee, aber die Tiere, die dort leben, sind keine Blutsauger. Ein spezielles Thema ist das Wetter. In der Region trifft kalte Luft aus Neufundland und Grönland auf den warmen Golfstrom. Dabei entstehen gewaltige Luftwirbel und am Ende das berüchtigte isländische Tiefdruckgebiet. Ihr erlebt dort also eine Kombination aus Regenwald und Kühlschrank. Man kann Glück haben, aber gerade beim Campen ist das Wetter, vorsichtig formuliert, eine Herausforderung. Das war mein Resümee zu Island. Wer sich nur für das Thema Reisen interessiert, dem empfehle ich, überspringt die nächsten Kapitel bis an das Ende dieses Filmes. Dort verrate ich, wie ich in diesem Jahr weiterreise. Allen anderen beantworte ich jetzt Fragen zum Campen, zu meiner Person und zum Filmemachen. Ich beginne mit dem Thema Filmproduktion. Und damit das kein unendlich langer Monolog wird, ordne ich die nachfolgenden Kapitel wie ein Interview mit euren Fragen und meinen Ergänzungen. Mit welcher Technik hast du deine Filme gedreht? Ich komme aus einer Arbeitswelt, in der die Technik groß, schwer und teuer war. Anfangs war ich Redakteur für das Fernsehen. Die letzten etwa 20 Jahre habe ich dann als Geschäftsführer meiner Filmfirma gearbeitet. Wir haben Filme für Unternehmen oder Verbände produziert. Es entstanden Image- oder Lehrfilme, Dokumentationen, also alles Mögliche. Die Kamera- und Schnitttechnik habe ich zwar ausgewählt, bedienen konnte ich sie jedoch nicht. Das konnten nur die Kameramänner und Frauen oder die Cutter. Meine Aufgabe waren Redaktion, Regie und Produktion. Einzig bei den Drohnen war ich ehrgeizig und bin von Anfang an selber geflogen. Um Reisefilme zu machen, musste ich also das Drehen und Schneiden erst einmal erlernen. Damit habe ich vor 5, 6 Jahren angefangen und habe auf den ersten Reisen mit kompakten Cinema- und DSLR-Kameras experimentiert und festgestellt, die sind zu schwer, zu teuer und zu groß. Daher habe ich alles neu gedacht und entschieden, meine Technik muss halbwegs bezahlbar sein, außerdem unempfindlich und so klein als möglich. Meine Hauptkamera in Island war daher ein iPhone 15 Pro Max. Das habt ihr sicher schon einmal gesehen. Das ist ein Smartphone mit 2 Festbrennweiten und einem Teleobjektiv. Die Statements und einen Teil der Wanderbilder habe ich mit einer DJI Osmo Pocket 3 aufgenommen. Das ist ein kleines Kamerasystem mit einem stabilisierten Objektivkopf, einem sogenannten Gimbal. Alle Fahraufnahmen entstanden mit einer DJI Osmo Action 4. Das ist eine robuste und wasserdichte Kamera, die montiere ich in der Regel auf dem Dachgepäckträger des Autos. Die Luftbilder habe ich mit einer DJI Air 3 aufgenommen. Das ist eine Drohne mit Doppelkamerasystem und einer maximalen Flugzeit von 45 Minuten. Mit dabei war auch eine DJI Flip, eine sogenannte Selfie-Drohne,
die sich jedoch nicht bewährt hat. Den Kommentartext spreche ich in ein Rode NT-USB Plus. Für die Statements nutze ich eine Funkstrecke, wieder von der Firma DJI. Dann habe ich noch diverse Stative, Lampen und Kabel. Einen Teil der Kameras werde ich bei den nächsten Filmen ersetzen. Zukünftig drehe ich mit einem neueren iPhone. Ich fliege mit der DJI Mini 5 und nutze die Nachfolger der Action- und Pocket-Kamera. Wobei ihr keine echten Qualitätsunterschiede sehen werdet. Diese Technik entwickelt sich nur in kleinen Schritten weiter. Die Mehrzahl der Verkaufsargumente bei Neuerscheinungen sind nach meiner Erfahrung reines Marketing. Worauf kommt es beim Einsatz dieser Technik an? Das ist ein unendlich weites Feld. Daher greife ich mir nur einen kleinen Teilbereich heraus. Konkret die Kameraeinstellungen am Smartphone. Bei mir steht fast alles auf Automatik. Vor 10 Jahren war das noch undenkbar. Inzwischen reicht das. Manchmal stimmt dann der Weißabgleich nicht, manchmal liegt auch die Schärfe daneben, aber damit kann ich leben. In jedem Fall solltet ihr aber immer das richtige Format einstellen. Ich nutze auf dem iPhone eine App des australischen Unternehmens Blackmagic und drehe mit mindestens 50 Vollbildern, außerdem dem Codec Apple ProRes in 4K und ganz wichtig, einem Farbraum, der da heißt Apple Lock HDR. Warum ich das genau so einstelle? Eine umfassende Antwort wäre sehr kompliziert. Nur so viel, dieser sogenannte Lock ist eine spezielle Gamma-Kurve. Mithilfe dieser Kurve werden in den Bildern mehr Details in den dunklen und hellen Bereichen aufgenommen. Diesen höheren Dynamikumfang seht ihr aber nicht wirklich. Entscheidender ist, dieser Lock heilt eine alte Smartphone-Krankheit. Bisher hatten Videos, die mit dem Smartphone aufgenommen wurden, einen zu hohen Kontrast und waren überscharf. Auf einem kleinen Smartphone sah das super aus, jedoch nicht auf einem großen Bildschirm. Dort wirkten die Bilder unnatürlich und synthetisch. Seitdem es diesen Lock gibt, ist das anders. Der Nachteil ist, man muss die Bilder nach der Aufnahme farbkorrigieren. Das war jetzt ziemlich kompliziert, tut mir leid. Wer zu diesem Thema mehr wissen möchte, dem empfehle ich spezielle Tutorials. Die gibt es hier auf YouTube mehr als genug. Mit welchem Schnittprogramm arbeitest du? Ich nutze seit vielen Jahren Premiere Pro von Adobe und schneide, wenn ich unterwegs bin, auf einem MacBook Pro. Der Nachteil eines solchen kleinen Bildschirmes ist, man sieht nicht alle Details. Es gibt also immer mal wieder Fehler beim Schnitt oder der Farbkorrektur. Außer Premiere Pro gibt es noch diverse andere professionelle Schnittprogramme wie Final Cut Pro oder DaVinci Resolve. Die kleinste und damit transportabelste Lösung, mit der ich auf Reisen gute Schnitterfahrungen gemacht habe, sind übrigens ein iPad und die App LumaFusion. Das ist völlig ausreichend und liefert gute Ergebnisse. Wie gehst du bei der Erstellung deiner Filme vor? Noch bevor ich die Kamera einschalte, habe ich eine klare Vorstellung davon, was ich drehen möchte. Ich habe also ein Konzept. Ein Beispiel. Es geht um den Gletscher Drangajökull. Noch bevor ich losfahre, recherchiere ich, was zu den Bildern an Text, also Informationen, passen könnte, und ich formuliere mein Statement. Ich schreibe also vorab auf, was ich sagen möchte. Denn vor Ort habe ich ja kein Internet. Und wenn ihr jedes Mal von mir nur hört, wie schön es ist, dass die Sonne scheint und Vögel zwitschern, wird das irgendwann langweilig. So ein Statement braucht also eine inhaltliche Substanz. In diesem Fall war das der sogenannte Gletscherlauf. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine gewaltige Flutwelle,
die explosionsartig aus einem solchen Gletscher herausbricht und dabei alles mit sich reißt. Ich habe mich übrigens 35 Jahre lang mit Erfolg dagegen gewehrt, vor Kameras zu stehen. Mir geht es wie vielen von euch, mir ist das eher unangenehm. Ich kann aber sagen, es wird mit der Zeit einfacher und trotzdem brauche ich für ein gutes Statement noch immer mehrere Versuche. Was ist für dich die größte Herausforderung? Ihr habt die technische Qualität der Filme gelobt, die Musikauswahl, die Sprecherstimme und vieles mehr. Dafür hier noch einmal mein großer Dank. Interessanterweise spielte aber meine größte Herausforderung bei euren Kommentaren keine Rolle. Mein Hauptproblem ist nämlich, ich bin eine One-Man-Show. Wer mal versucht hat, sich selbst in der Landschaft zu fotografieren, weiß, was ich meine. Ein Beispiel. Bei dieser Szene seht ihr, wie ich mit dem Auto losfahre. Gefilmt von Andi aus der Schweiz. Der Zeitaufwand lag bei 1 Minute. Ein anderer Ort, eine ähnliche Einstellung, nur bin ich hier allein. Um diese Szene zu drehen, muss ich ein Stativ aufbauen und das Motiv mit der Pocket-Kamera tracken, sodass die Kamera automatisch mitschwenkt. Was, wie ihr seht, beim ersten Mal nicht klappt. Ich muss die Aufnahme mehrmals wiederholen. Im Film ergibt das eine Szene von 10 Sekunden. Mein Zeitaufwand bei den Dreharbeiten beträgt jedoch 30 Minuten. Eine zweite Person würde das Drehen von Bildern also ungemein vereinfachen. Und wer sich wundert, weshalb ihr in meinen Filmen so oft Fahraufnahmen vom Autodach seht, das sind die Bilder, die sich am einfachsten drehen lassen. Warum gibt es nicht häufiger einen Film von dir? Ihr habt jetzt eine ungefähre Vorstellung davon, wie ich arbeite und merkt vielleicht, das alles ist aufwendig. Ich drehe am Tag Bildmaterial für etwa 4 Filmminuten. Für den Schnitt dieser 4 Filmminuten brauche ich dann einen weiteren Tag. Dazu kommen Vor- und Nachbereitung, ich muss die Texte schreiben, die Musik aussuchen und kaufen, die Filme hochladen und so weiter und so weiter. Natürlich arbeite ich am Tag auch nur noch 6 Stunden und nicht mehr 10 wie früher. Aber ich habe mein Hamsterrad ja verlassen, damit das Filmemachen wieder Spaß macht. In Summe sitze ich an einem Film, der 1 Stunde lang ist, also etwa 25 Tage. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, weshalb es von mir nur alle 4 bis 6 Wochen ein neues Video gibt. Stimmt alles, was du in deinen Filmen sagst? Ich bemühe mich, es klappt jedoch nicht immer. Wenn ich recherchiere, dann in möglichst glaubhaften Quellen. Wikipedia ist gut, Reiseführer, ob als Buch oder im Netz, haben sich hingegen weniger bewährt. Häufig sind die Informationen dort ungenau, veraltet oder komplett falsch. Dadurch ergaben sich beispielsweise in meinem Film zu den Färöer 2 Fehler. Ich behaupte, es gäbe auf den Inseln nur 3 Verkehrsampeln, es sind jedoch mehr. Auch meine Aussage, die Höchstgeschwindigkeit für Gespannfahrzeuge läge dort außerhalb von Ortschaften bei 50 km/h, ist wohl falsch. Man kann offenbar 80 fahren. Tut mir leid, ich gehe aber mal davon aus, dass aus diesen Fehlern niemandem ein Schaden entstanden ist. Und im Kommentar zum Film findet ihr inzwischen auch die Berichtigung. Bist du bei dem, was du sagst, objektiv? Schwierige Frage. In jedem Fall wäre ich es gerne. Aber beispielsweise beim Thema Walfang habe ich eindeutig Partei bezogen. Ihr habt sicher gemerkt, ich lehne den Walfang ab. Korrekt wäre gewesen, auch den Fischer zu Wort kommen zu lassen, der vom Walfang lebt. Das habe ich jedoch nicht gemacht. Beim Thema Reisen in Island habe ich versucht, euch beide Seiten zu zeigen. Mein individuelles Reisen und das Reisen in großen Gruppen. Bei diesem Overtourism habe ich mich um sensible Formulierung bemüht. Vielleicht war das aber nicht eindeutig genug. Daher hier noch einmal als Kurzfassung.
Ich habe nichts gegen den Massentourismus. Ich habe auch nichts gegen die Menschen, die in großen Gruppen durchs Land ziehen. Ich fühle mich dort jedoch nicht wohl. Aber völlig klar ist, auch ich bin ein Tourist und ein Teil des Problems. Bei manchen Episoden geht es natürlich weniger um Objektivität, die erzähle ich mit eher ironischem Unterton. Ihr erinnert euch sicher an das Thema Zauberei und Hexerei. Bist du bei dem, was du drehst und sagst, unabhängig? Ja, ich bin unabhängig. Ich mache für niemanden Werbung und möchte euch auch nichts verkaufen. Wenn ich Produkte zeige wie Kameras, Drohnen oder Fahrzeuge oder einen Campingplatz vorstelle, dann bekomme ich dafür kein Geld. Ich habe auch keine Kooperation oder Sponsoren. Sollte sich daran etwas ändern, so informiere ich euch. Mir ist Transparenz sehr wichtig. Und trotzdem bekomme ich Geld für meine Filme über YouTube AdSense. Das ist ein Programm, bei dem Filmemacher wie ich an den Einnahmen aus der Werbung, die vor oder in diesen Filmen laufen, beteiligt werden. Ich bekomme in den Monaten, in denen ich einen Film veröffentliche, etwa 300 €. Jetzt im Winter, ohne Veröffentlichungen, sind es eher 30 €. YouTube nimmt aber auf den Inhalt meiner Filme keinen Einfluss. Ich bin also in dem, was ich sage und zeige, völlig frei. Was ist das Wichtigste beim Filmemachen? Zuallererst Leidenschaft. Wer Filme machen will, muss das von ganzem Herzen wollen. Ein Film spricht alle Sinne an. Die Augen, die Ohren, aber vor allem den Bauch und die Seele. Und das macht das Filmemachen so komplex. Versucht es einfach mal selber, ihr werdet merken, es braucht Geduld und Durchhaltevermögen. Und es kann Jahre dauern, bis ihr mit dem, was ihr macht, einverstanden seid. Warum machst du diese Filme? Für mich gibt es zwei Gründe. Ich habe gemerkt, dass Reisen allein für mich nicht sinnstiftend ist. Ich kann mich 2-3 Wochen irgendwie beschäftigen, aber dann kommt die Langeweile. Ich habe also nach einer Beschäftigung gesucht und Filme machen war für mich die Lösung. Der zweite Grund hat etwas mit Idealismus zu tun. Ich bin in einer privilegierten Situation. Ich habe die Zeit, das Geld und die Freiheit zu reisen. Das können natürlich nur die wenigsten und das ist mir völlig klar. Von denen, die das nicht können, haben mir einige in den Kommentaren geschrieben, dass sie sich freuen, wenn ich sie mit meinen Filmen auf die Reise mitnehme. Sie hätten dann das Gefühl, sie seien mit dabei. Und wenn die Filme am Ende diesen Zweck erfüllen, also Zuschauer glücklich machen, dann finde ich, ist das eine Menge wert. Wie stehst du zu den YouTube-Kommentaren? Ursprünglich wollte ich die Kommentarfunktion ausschalten. Ich habe im Vorfeld viele Warnungen bekommen vor der Schlangengrube Social Media, also vor Missgunst, Neiddiskussionen und destruktiver Energie. Umso erstaunter war ich über das, was ich bisher als Kommentar gelesen habe. Es war höflich und gesittet. Und zum Teil auch sehr rührend, zum Beispiel, wenn mir Zuschauer schreiben, dass sie die Filme mit der ganzen Familie anschauen. Ich habe von euch auch Tipps bekommen, die ich befolgt habe. Ihr habt mir insgesamt über 2000 Mal geschrieben und ich erlebe Social Media als weitaus positiver als erwartet. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch ausdrücklich bedanken. Das waren meine Antworten zum Filmemachen. Jetzt antworte ich auf eure Fragen zum Thema Camping und zu meiner Person. Die Fakten sind bekannt. Ich heiße Michael, ich komme aus Berlin und bin, das ist vielleicht neu, 57 Jahre alt. Ich habe im letzten Jahr aufgehört zu arbeiten, eigentlich für eine Reise um die Welt, ursprünglich zu zweit. Dazu ist es jedoch nicht gekommen. Ich bin daher jetzt erst einmal nur in Europa unterwegs und das allein. Der Plan einer Weltreise ist jedoch nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben.
Wie erging es dir als Campingneuling? Camping ist eine neue Welt. Ich bin ahnungslos gestartet und kann auch nicht behaupten, jetzt alles zu wissen. Aber all jenen, die überlegen, so wie ich, mit Mitte 50 oder noch älter das Campen zu erlernen, kann ich nur sagen, habt Mut, macht es. Alles ist komplett anders als zu Hause oder im Hotel. Ihr durchbrecht gewohnte Routinen, ihr denkt neu und frisch. Ihr erlebt Natur oder lernt auch wieder Demut vor all den Dingen, die uns so selbstverständlich erscheinen. Strom, Wasser, Toilette, Heizung. All das ist neu, anders und interessant. Wie bist du mit dem Alleinreisen zurechtgekommen? Besser als erwartet. Das Alleinreisen eröffnete mir auch neue Möglichkeiten. Ich musste keine Kompromisse schließen und konnte mich mit meinem Tempo durch die Landschaft bewegen. Dazu kommt, ich habe auf der Reise auch eine Menge über mich selbst gelernt. Soweit zum Positiven. Auf der anderen Seite spüre ich, vorsichtig formuliert, eine Leerstelle. Wir Menschen sind für das Alleinsein nicht gemacht. Wir sind einfach soziale Wesen. Zusammengefasst kann ich sagen, Alleinreisen funktioniert, aber ich lasse in diesem Jahr noch einmal das Schicksal würfeln, ob ich meine Weltreise nun allein oder in Begleitung mache. Egal wie es kommt, was mich beim Alleinreisen positiv überrascht hat, beim Campen lernt man immer wieder Menschen kennen. Ich habe manche, die mir begegnet sind, um Fotos gebeten und gefragt, ob ich sie auf diesem Kanal zeigen darf. Mit einigen von euch habe ich eine halbe Stunde gesprochen, mit anderen die halbe Nacht. Ihr werdet mir sicher zustimmen, wenn ich sage, auf dem Campingplatz trifft man Menschen, denen man sonst vielleicht nie begegnet wäre. Campen verbindet. Und egal wen ich getroffen habe, alle waren freundlich und hilfsbereit. An dieser Stelle möchte ich all denen, die ich hier zeige, und auch allen anderen, die ich nicht fotografiert habe, sagen, danke für die guten Gespräche und die schöne Zeit. Wie bist du mit deiner neuen Freiheit klargekommen? Ich habe in meinem ersten Film gesagt, Freiheit habe ich nie gelernt. Und das bewahrheitet sich immer wieder. Meinen freien Willen, was immer der mal war, habe ich mir in den letzten Jahrzehnten leider mit Erfolg abtrainiert. Ich komme aus einem Hamsterrad und trage mein Gefängnis hier oben immer mit mir herum. Das ist wie bei einem Bären, den man in die Freiheit entlässt und der noch über Jahre das Quadrat seines Geheges abläuft. Bevor ich meine neue Freiheit wirklich begreife und annehme, wird noch viel Zeit vergehen. Ich habe eine Tür aufgemacht und bin durchgelaufen. Ich kann heute noch nicht sagen, wann und wo ich ankomme. Und trotzdem würde ich diesen Schritt in die Freiheit immer wieder gehen. Warum hast du aufgehört zu arbeiten? 35 Jahre lang war ich Unternehmer und selbstständig. Ihr wisst, das heißt selbst und ständig. Man beutet sich aus, bis es nicht mehr geht. Und dann habe ich umgedacht. Memento mori, bedenke, dass du sterben wirst, ist das Grundprinzip der Stoiker. Es erinnert uns an die eigene Vergänglichkeit. Ich möchte also die Zeit, die ich noch habe, dafür nutzen, um herauszufinden, wer bin ich eigentlich
Und was will ich? Und außerdem habe ich ja noch ein großes Ziel. Ich suche das Ende der Welt. Ist dein Konzept der Planlosigkeit aufgegangen? Ich hatte mich in meinem ersten Island-Film als der Mann ohne Plan vorgestellt. Das ist schiefgegangen. Es soll Reisende geben, die sich einfach nur treiben lassen. Ich bewundere das, aber mir gelingt das nur temporär. Selbstbestimmt zu leben ist schön, aber bei aller Freiheit brauche zumindest ich noch immer einen Plan. Vielleicht ändert sich das auch mal. Wenn es soweit ist, werdet ihr es sicher merken. Hat dich das Reisen verändert? Für mich ist Reisen auch immer ein Experiment, ein Selbstversuch. Ich hatte vor dieser Islandreise darauf gehofft, dass mich das Reisen verändert. Zum Beispiel darauf spekuliert, mit unschönen Gewohnheiten zu brechen. Das ist zumindest teilweise gelungen. Ich habe aufgehört zu rauchen, fast aufgehört, Alkohol zu trinken. Beides war erstaunlich einfach. Vorgenommen hatte ich mir auch mehr Bewegung. Da wurde ich durch das Islandwetter etwas ausgebremst. Ich habe dafür im Camper immerhin täglich 100 Liegestütze gemacht. Gescheitert bin ich beim Kampf gegen den Süßkram. Einige, die hier zuschauen und denen ich begegnet bin, werden sich vielleicht daran erinnern. Ihr habt mir freundlicherweise mehrfach Gebäck geschenkt. Nochmals danke. Und von Mörðulalur im Norden von Island bin ich einmal 200 Kilometer gefahren, nur um Kekse zu kaufen. Was möchtest du abschließend noch sagen? Ich bleibe neugierig auf fremde Menschen und unbekannte Regionen. Man kann sie sicher auch gut im Fernsehsessel entdecken. Das kann ich nicht beurteilen. Ich schaue seit über 10 Jahren kein Fernsehen. Ich lese viel Zeitungen und Magazine, habe dabei aber immer wieder das Problem, dass ich beim Lesen über das Ereignis selbst wenig erfahre. Dafür umso mehr über die politische Einstellung des Redakteurs. Mich interessiert aber die Welt, wie sie ist. Und ich befürchte, wir bewerten allzu oft Dinge, die wir gar nicht verstehen. Ich habe mich jetzt ausführlich erklärt. Ihr hattet darum gebeten. In allen folgenden Filmen geht es dann wieder um das Reisen, um ferne Länder und die Menschen, die dort leben. Wie geht es weiter? Ich bleibe auch in diesem Jahr in Europa, um das Campen zu üben und um Erfahrung zu sammeln. Ich starte im April und gegen Ende November komme ich dann wieder zurück nach Berlin. Unschlüssig bin ich mir noch beim Reiseziel. Es gibt 2 Varianten. Es könnte in die Pyrenäen gehen. Ich würde dann auf der Atlantikseite starten und einmal längs durch das Gebirge bis zum Mittelmeer fahren. Ich wäre also in Frankreich, Spanien und im Fürstentum Andorra unterwegs. Die zweite Variante wäre eine Tour zum Nordkap, also einmal um die Ostsee. Ich würde dann via Dänemark nach Norwegen, Schweden und Finnland fahren. Zurück nach Deutschland ginge es durch die baltischen Länder und Polen. Nach meiner kalten Reise durch Island zieht es mich eigentlich in den warmen Süden. Aber ich vermute, dass man im Norden den großen Touristenströmen besser ausweichen kann. Ihr kennt ja meine Sensibilität. Ganz sicher bin ich mir noch nicht. Es bleibt also spannend. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch auf meiner nächsten Reise begleitet. Den nächsten Film gibt es Ende Mai. Bleibt bis dahin gesund. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und sage Adios. 30 Minuten Text, wie gedruckt, in eine Kamera sprechen, dabei immer lächeln. Glaubt mir, das ist nicht einfach. Tschüss.